In 2024 war das Auto das drittmeistverkaufteste Auto auf der Welt. Über 1 Million verkaufte Fahrzeuge. Das ist der Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Herzlich willkommen zu dem Emil Frey Car Review. Heute eben der Toyota RAV4, spezifisch der Plug-in Hybrid mit 306 PS. Das Ganze gibt es noch als Mild-Hybrid mit 222 PS. Beide haben einen 2,5 Liter Benziner, 4-Zylinder Sauger. Toyota ist ja bekannt für ihre innovativen Technologien. Das Hybridsystem ist eines davon. Wir haben jetzt in dem einen grösseren Elektromotor vorne und dann, wenn es nötig ist, wird hinten nochmal ein Elektromotor zugeschaltet. Zusätzlich haben wir eine weitere Toyota-spezifische Innovation und das ist ein stufenloses Getriebe. Das erkläre ich aber nachher genau, wie das funktioniert. Vom Design her fangen wir noch mal bei der Front an. Eine relativ typische Toyota-Front. Wir haben den grossen Badge, wir haben die Skiwerfer, die wir ja von anderen Toyotas ein bisschen ähnlichen Look kennen. Ich finde auch sehr cool, dass die Nebelskiwerfer so ein bisschen abgesetzt sind und wie noch ein eigenes Design-Feature sind. Auf der Seite haben wir schöne 19 Zoll Felgen. Und allgemein finde ich die Silhouette recht schön. Er fährt vorne so ein bisschen leicht, so ein bisschen bullig an und dann wird es irgendwie immer so ein bisschen flüssender gegen hinten. Gefällt mir relativ gut. Dann noch zum Heck. Designtechnisch haben wir da keinen Ausreißer oder so. Es ist einfach ein anschauliches Heck. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind die Auspuffblenden, die es noch um den Originalauspuff herum haben. Das ist irgendwie so ein bisschen unnötig, weil ja, ist ja eigentlich gleich, ob jetzt da ein wahnsinnig schöner Auspuff dran ist. Das Auto ist 4,62 Meter lang und 1,85 Meter breit. Wir haben einen Kofferraum, der 520 Liter Platz hat. Die Angabe kommt von Toyota, die dunkelt mich ein bisschen klein. Ich habe das Gefühl, es ist deutlich mehr als 520 Liter, so wie man es anschaut. Und wenn Sitze drin sind, ist es über 1300 Liter Volumen. Wir haben einen schön doppelten Boden, wo man noch das Ladekabel und alle weiteren Service-Sachen rein tun kann. Und da hinten sieht man noch das Subwoofer vom JBL-Soundsystem, das natürlich im ganzen Auto verteilt ist. Bevor wir reingehen, noch kurz zu Lademöglichkeiten. Wir können rein elektrisch 76 km fahren. Das langt für die Stadt tipptopp. Ansonsten auch das Auto ist wahnsinnig effizient. Also ich kann bis zu 1,6 Liter auf 100 km arbeiten mit zusätzlich 50 Kilowatt Strom. Also effizient ist das Auto allemal. Dann hinten, der Sitz ist jetzt eingestellt für etwas Grösseres. Ich habe trotzdem immer noch genug Platz. Ich kann sagen, es ist wirklich so ein No-Frills-Interior. Wir haben da keine wahnsinnig spezielle Materialien. Wir haben trotzdem so ein lederartiges Material, das sich gut anfühlt. Wir haben hinten eine Sitzheizung. Das ist zwar optional, aber wir haben eine Sitzheizung hinten. Ich habe ein Panoramadach, das leider nicht bis ganz hinten kommt, aber das langt. Wir haben 2 Cupholders. Und ansonsten ist es einfach ein bequemer Ort zum Sein. Nichts Spezielles, was man darüber sagen kann. Einfach alles, was man braucht. Ein paar Lademöglichkeiten, that's it. In dieser voll ausgestatteten Platinum Edition haben wir natürlich dann vorne doch ein bisschen mehr Frills wie hinten. Wir haben Sitzheizung, wir haben Sitzkühlung auf beiden Sitzen, wir haben Memory-Funktionen, wir haben eigentlich alles, was du willst. Wir haben Lenkradheizung, wir haben 360-Grad-Kamera, also wirklich top. Das Einzige, was jetzt ist, wenn man da reinhockt, es ist wirklich so ein bisschen ein Bare-Bones-Minimum, vielleicht auch nicht mehr ganz ein neuestes Design. Das Interior, es gefällt mir aber sehr gut, weil man hat überall Knöpfe, man hat Drehregler, es fühlt sich alles sehr manuell an, das gefällt mir recht gut. Es ist einfach so ein, wie ich es hinten schon gesagt habe, ein No-Bullshit-Auto. Es tut einfach das, was das Design dazu ist und das macht es sehr gut. Jetzt wollte ich euch doch noch zeigen, wie es aussieht mit dem Infotainment an. Passend zum Rest des Autos haben wir wirklich ein sehr basics Infotainment. Wir haben eigentlich wirklich nur Navi, Musik, Telefon und ein paar Informationen zum Fahrzeug. That's it. Mehr brauchst du ja auch eigentlich nicht. Das Einzige, was ich mir hoffen würde, dass es vielleicht ein bisschen modernisieren und vielleicht ein bisschen schöner integrieren in die Front, weil jetzt sieht es einfach so ein bisschen angeklebt aus und vielleicht irgendwie noch ein Drehregler oder so, dass man nicht nur den Touchscreen brauchen kann, weil es gibt schon rechte Fingerabdrücke. Ansonsten tipptopp. Alles Wichtige wie Klimasteuerung haben wir trotzdem schön über Knöpfe und die Drehregler finde ich sehr schön gelöst. Auch die Steuerung für die Sitzheizung und Sitzkühlung ist da unten tipptopp. Ansonsten unten haben wir eine induktive Ladeschale, USB-A und einen 12-Volt-Anschluss da vorne. Dann hinten haben wir die Themen zu den Fahrmodi und zum Hybrid- und Elektromodus. Wir können dann da einfach über Auto selber entscheiden lassen, was der richtige Modus ist. Dann kann man selber einstellen, ob man nur Hybrid fahren oder beziehungsweise nur mit dem Benzinmotor fahren oder nur mit dem Elektromotor. Da unten kann man noch zwischen 3 Fahrmodi wechseln: Sport, Normal und Eco. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Offroad gehen, können wir noch den Trail-Modus rein tun. Dann ist er noch ein bisschen mehr Offroad biased. Ansonsten da der Gangwahlhebel schön gross.
Ist natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß mit den Lederschalen rundherum, aber passt eigentlich zum Vibe vom Auto darum. Auch in Ordnung. Weil sich die Heckscheibe doch recht weit runterzieht und man potenziell mit 3 Personen hinfährt, gibt es trotzdem die Möglichkeit, auch einen elektrischen Spiegel zu haben. Und den finde ich wirklich gut, der ist gestochen scharf und man kann den auch selber noch ein bisschen fein justieren, wenn man das unbedingt möchte. Je nach dem Trim, den du auswählst, haben wir natürlich auch noch ein Panoramadach, das die Kabine viel heller macht, wo man nachher dann sehr schön die tollen Sitze sehen. Die sind wirklich super bequem, sehen auch sehr cool aus mit dieser eingeladenen Kopfstütze. Also doch recht sportlich, ich finde auch schön mit diesen Akzenten. Ablagefläche haben wir wieder ganz viele verschiedene. Wir haben hier eine sehr dünne Ablagefläche, wo man ein Magazin oder so rein tun könnte, oder eine Landkarte oder so. Wir haben ein normales Handschuhfach. In der Mitte haben wir auch wieder eine kleine Stellmöglichkeit, plus noch so ein Schlüsselfächchen. 2 Getränkehalter in der Mitte, wie schon angetönt, die Ladebox. Plus auf der Seite hat es auch noch Platz für eine kleine Flasche, eine grosse wird es dann wahrscheinlich schwierig. Das gleiche auf der anderen Seite. Ansonsten, that's it. Man hat auch noch ein kleines Fächchen für den Schlüssel, wo man ihn rein tun kann. Und mehr Ablagefläche brauchst du eigentlich auch nicht. Gut, und dann schauen wir mal, wie sich das No-Frills-Auto so fährt. Was als allererstes auffährt beim RAV4, bei der Hybrid-Version, wenn man sie fährt, ist, wie ruhig das Ganze ist. Der Übergang zwischen Elektromotor und dem Benziner ist mega smooth. Weil wir ja da das spezielle Toyota stufenlose Getriebe verbaut haben, hat man keine Schaltübergänge. Also man spürt kein Ruckeln, irgendwie, wenn man in den nächsten Gang geht oder beim Abschalten. Das hat man überhaupt nicht. Und das ist wirklich ein spezielles Feeling. Ich kenne es jetzt persönlich nicht so gut, darum ist es neu. Einfach, dass man nicht merkt, also dass er nicht schaltet. Oder? Wenn ich jetzt aus dieser Kurve nachher raus beschleunige, gehen einfach die Touren rauf und bleiben oben. Aber schaltet oder nicht, aber man wird trotzdem schneller. Also es ist wirklich nur so ein spezielles Feeling. Also wenn ich jetzt da mal aufs Gas gehe, aber er hat mindestens 2 Mal Schalter so in der Zwischenzeit. Also es ist wirklich sehr speziell, aber wirklich, das hilft, dass es sich so smooth anfühlt. Man kann unglaublich angenehm mit dem Auto fahren, die Federung ist weich. Es ist nicht schwammig, aber man kann unglaublich angenehm unterwegs sein. Dann eben noch mit dem Elektromotor zusammen. Es fühlt sich einfach schön ruhig und bequem an in dem Auto. Bequem sind auch die Sitze. Die schmiegen sich richtig gut an. Auch die Sitzkühlung ist wahnsinnig stark. Wenn ich das Fahrverhalten vom Toyota RAV4 in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es auf Englisch smooth und auf Deutsch geschmeidig. Und das hat mehrere Gründe. Grund 1 ist das Hybridsystem. Der Elektromotor hilft in den Dörfern und in der Stadt unheimlich gut. Es ist mega smooth, mit dem zu fahren. Der Benziner wird gar nicht gebraucht. Grund 2, wenn man einmal den Benziner braucht, dann haben wir das stufenlose Getriebe von Toyota. Man spürt einfach keinen Gang. Es wird nicht aufgeschaltet, es gibt kein Ruckeln beim Abschalten. Das hilft enorm, möglichst so ein bisschen flüssend zu fahren. Grund 3, Federung. Die ist super abgestimmt. Sie ist zu einem gewissen Maß geschmeidig, sagen wir es mal so. Aber sie ist jetzt auch nicht zu schwammig. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da ein Schiff fahre oder so, sondern wir haben einen gewissen direkten Lenkinput und er zieht tiptop mit. Und als letztes das Assistenzsystem. Wir haben da nicht wahnsinnig viel Assistenzsystem. Wir haben Abstandshalter, Tempomat, wir haben Spurverlass, Warnungssystem und that's it. Mehr braucht man eigentlich nicht. Wir haben noch die ADAS-Systeme, die man von der EU vorgeschrieben bekommt. Also mit dem Piepen, wenn man zu schnell fährt, das ist halt Standard. Aber die er hat, funktionieren super. Und das ist also ein bisschen abschliessend so zum Auto als solches, wie er fährt und alles, was er dabei hat. Er versucht nicht, irgendetwas wahnsinnig neu zu erfinden oder wahnsinnig etwas Extraordinäres zu machen. Aber das, was er macht, dort ist er super. Er ist effizient, er fährt smooth und mehr brauchst du eigentlich für das Alltagsauto nicht. Und das ist wahrscheinlich der wahre Grund, wieso das Auto so viel verkauft worden ist. Also, kommen wir zum Fazit und zum Preis. Den RAV4 gibt es in 7 verschiedenen Versionen. Wir haben RAV4 Active, RAV4 Comfort, Trend, Style, Premium, GR Sport und Platinum. Und jede Version hat wieder ein bisschen unterschiedliche Ausstattungstrims. Die günstigste Version, die RAV4 Active, fährt bei 45.900 Franken an. Dort fehlen aber wichtige Sachen wie eine Rückfallkamera oder ein Totwinkelassistent. Und dann kann man wie die Stufe draufgehen, bis man beim Platinum landet, wo wir da haben, wo bei 64.400 Franken anfängt. Und da hat man dann wirklich alles drin. Abschliessend kann man sagen, der Toyota RAV4 ist ein No-Frills-Auto. Er macht das, was er kann, macht er super solid und angenehm und hat aber keine unnötigen Features, die man vielleicht nicht braucht. Und mit dem Auto kannst du richtig viel Geld sparen. Dank dem Hybridsystem und dem sehr cleveren, stufenlosen Automatikgetriebe. Das war es vom Emil Frey Car Review. Schaut nächste Woche wieder vorbei.